Ja, alle FC Bayern München-Fans, liebe Fußballfans, die Bayern holen ihre 3 Punkte am Ende nochmal etwas spannend gegen Eintracht Frankfurt am 23. Spieltag in der Bundesliga. 3:2 heißt es am Ende. Aber die Dortmunder lassen Punkte liegen und zwar kommen nur über ein 2:2 Unentschieden gegen RB Leipzig hinaus. Zur Pause sah es da eigentlich schon ganz düster aus. 2:0 schon die Führung für RB Leipzig, die dann aber in der zweiten Halbzeit ja eigentlich die Chancen liegen lassen, Dortmunder nochmal rankommen lassen und am Ende vielleicht auch ein bisschen Glück haben, dass es da nicht noch einen Elfmeter für die Dortmunder gab. Da dann am Ende 2:2. Das heißt, die Bayern jetzt 8 Punkte Vorsprung vor dem Duell gegen die Borussen am kommenden Samstag. Ja, kommen wir zum Spiel der Bayern und zwar eigentlich schon mit einer 3:0 Führung im Rücken. In der ersten Halbzeit hat Pavlovic und Kane die 2:0 Führung zur Pause besorgt und Harry Kane dann in der 68. Minute die 3:0 Führung, zwischenzeitliche Führung. Die Frankfurter in der ersten Halbzeit eigentlich kaum sichtbar, haben Probleme gehabt, eigentlich nur defensiv zu verwalten und ja, zu agieren. Und die Bayern eigentlich mit einer starken ersten Hälfte. Zweite Halbzeit dann in der 60. Minute Dreifachwechsel bei Eintracht Frankfurt. Burkhardt, Kalimuendo und Chaibi kamen in die Partie und haben ein bisschen mehr Schwung gemacht, reingebracht. Haben dann auch noch einen Pfostenschuss gehabt, kurz bevor Kane das 13:0 markiert, also zu einer richtigen guten Zeit. Harry Kane wieder zur Stelle mit einem super Tor. Und dann lassen die Bayern noch mal ein bisschen anbrennen. Harry Kane ist es dann auch, der den Elfmeter verursacht für Frankfurt und der dann verwandelt wurde durch Burkhardt. Und dann katastrophaler Fehler von Kimmich, schiebt den Ball dort durch den Strafraum. Lernt man eigentlich schon in der Jugend, dass man so eine riskanten Pässe nicht unbedingt macht. Auch Kim nicht gut reagiert, ging nicht richtig zum Ball. Kalimuendo grätscht dazwischen sozusagen, muss nur noch einschieben ins Tor. Und dann steht es auf einmal 3:2. Die Bayern müssen noch mal ein bisschen bangen, aber am Ende alles gut gegangen. Ja, bei Bayern noch nennenswert leider der Ausfall von Alphonso Davies, der kurz nach dem Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden muss. Bei ihnen Muskelfaserriss. Er fällt erstmal aus unbestimmte Zeit. Und gute Besserung natürlich auf diesem Weg. Pavlovic auch angeschlagen, ausgewechselt, aber da wahrscheinlich nur eine reine Vorsichtsmaßnahme. Leimer wird dann wahrscheinlich gegen Dortmund wieder auf dem Platz stehen. Das schauen wir dann natürlich nochmal. Und wünsche natürlich gute Besserung an Alphonso Davies. Und dann natürlich unser Doppelpacker Harry Kane wieder an diesem Wochenende mittlerweile bei 28 Toren. Ja, natürlich auf den Spuren von Lewandowskis Rekord von 41 Toren in der Bundesliga. Drücken wir also die Daumen. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, was haltet ihr von dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt? Die Fehler von Kimmich und Kim, verzeihbar oder muss es abgestellt werden? Was denkt ihr über die Partie und natürlich auch über das Unentschieden von Dortmund? Und kann uns Dortmund nochmal gefährlich werden? Also das gerne alles unten in die Kommentare reinhauen. Ansonsten gerne mal ein Like vergeben, ein Abo vergeben, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.